Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video aus der Reihe Der Corsa quietscht. Heute hoffe ich mal, dass wir das Quietschen einem Ende setzen können. Ich habe euch ja in dem vorherigen Video Keilriemen und Spannrolle tauschen ja schon angedeutet, dass ich als nächstes die Wasserpumpe tauschen möchte, damit der Corsa nicht mehr quietscht. Das machen wir heute in diesem Video. Und ja, es läuft auch schon, es geht schon direkt los. Also erst einmal, um die Wasserpumpe zu tauschen, müssen wir natürlich das Kühlwasser ablassen. Dazu befindet sich am Kühler, wenn man den Wagen aufgebockt hat, vorne links ein Ablassventil. Da habe ich jetzt einen Schlauch drauf gesteckt. Und mit dem Schlüssel seht ihr gerade, dass ich dieses öffne. Da sieht man, dass der Schlauch an dem Ablassventil befestigt ist. Den habe ich dann in einen 5 Liter Kanister gesteckt. Ich muss ja das Kühlwasser auch irgendwie auffangen. Wenn wir die Wasserpumpe getauscht haben, dann müssen wir natürlich das Kühlwasser auch wieder auffüllen. So, da ich ja hier nur Hobbyschrauber bin, ich das meiste mir selber beibringen oder durch Ausprobieren erfahre und merke, wie es dann funktioniert. Drehe ich jetzt hier einfach nochmal ein bisschen los. Da kommt noch kein Kühlwasser. Das liegt aber auch sehr wahrscheinlich daran, dass ich natürlich oben erst einmal den Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser öffnen muss, damit oben Luft nachströmen kann, wenn unten was rausläuft. So, nachdem ich unten den Schlauch aufgesteckt habe, öffne ich oben im Motorraum den Ausgleichsbehälter, damit Luft nachkommen kann. Wenn ich unten das Ablassventil öffne, dann sollte das Kühlwasser eigentlich so langsam herauslaufen. Da ich ja nicht weiß, was passiert, ich drehe da jetzt einfach mal vorsichtig auf und warte mal ab. Und ja, man sieht es schlecht, aber es läuft schon sehr langsam heraus. Da sieht man schon, es ist schon ein bisschen Kühlwasser herausgelaufen. Das läuft sehr, sehr langsam. Ich habe auch dann erst, als ich das Kühlwasser wieder aufgefüllt habe, oben am Kühler noch eine Entlüftungsschraube gefunden. Hätte ich die jetzt schon gefunden und rausgedreht, dann wäre das Wasser mit Sicherheit schneller rausgelaufen. So habe ich hier bestimmt eine halbe Stunde gewartet, bis das Kühlwasser endgültig rausgelaufen war und ich damit anfangen konnte, die Wasserpumpe loszuschrauben. So, während das Wasser langsam aber sicher aus dem Kühler herausläuft, habe ich schon mal in der Zwischenzeit das Verkleidungsblech abgeschraubt vom Keilriemen und habe den Keilriemen entspannt und den Keilriemen heruntergenommen. Wie das funktioniert, das könnt ihr ja in meinem Video Keilriemen wechseln, tauschen, euch angucken. Das erkläre ich jetzt hier nicht noch einmal extra. Nachdem das Kühlwasser komplett heruntergelaufen war, habe ich natürlich das Ablassventil wieder geschlossen und den Schlauch auch abgezogen, damit das auch sofort erledigt ist und man nicht nachher beim Auffüllen auf einmal bemerkt, oh, ich habe die Ablassschraube noch offen und das ganze Kühlwasser da herausläuft. Deshalb habe ich das direkt gemacht, nachdem das Wasser abgelaufen war. So, hier sehen wir dann jetzt schon die, hier sehen wir jetzt nicht ganz so viel, hier sehen wir ein paar Rollen. Da ist die Wasserpumpe,
Da bin ich mit einer kleinen Knarre und Verlängerung, muss man durch die Riemenscheibe der Wasserpumpe an die Schrauben und kann sie dann lösen und herausdrehen. Das ist alles ein bisschen eng, aber das geht. Ich habe, glaube ich, 2 Schrauben von unten herausgedreht und 2 Schrauben von oben. Aber das seht ihr gleich auch noch im Verlauf des Videos. Das Ganze ist ein bisschen Fummelarbeit, aber wenn das so einfach wäre, dann könnte das auch jeder. So, von unten die Schrauben habe ich raus. Das waren, glaube ich, 2 Stück. Jetzt gucken wir von oben, von der Motorhaubenseite aus. Da suchen wir mal die Schrauben. Wenn wir hier gerade runter gucken, sehen wir schon die Riemenscheibe der Wasserpumpe. Und das ist jetzt auch so ein bisschen blind arbeiten, dass man da die Knarre aufsteckt und die beiden Schrauben lösen kann. So, hier versuche ich jetzt nochmal ein bisschen ran zu zoomen. Da sieht man, da habe ich schon die eine Mutter runtergedreht. Das ist jetzt alles gerade noch ein bisschen unscharf. Das wird aber gleich scharf. Da ist die Wasserpumpe. Da sieht man auch, da habe ich den Knarrenschlüssel auf der nächsten Mutter aufgesteckt. Die wird jetzt gleich auch noch gelöst und abgedreht. Dann hat man alle 4 alle 4 Muttern der Wasserpumpe gelöst. Und jetzt mein erster Versuch, die Wasserpumpe herauszunehmen, war von oben. Das sieht so ein bisschen lustig jetzt aus. Das liegt daran, weil es von oben nicht funktioniert. Man kommt einfach nicht vernünftig dran. Jetzt probiere ich es nochmal anders. Jetzt habe ich die Wasserpumpe zwar in der Hand. Ich habe sie rausgenommen aus dem Block, aber ich bekomme sie nicht nach oben raus. Da blieb mir natürlich nur übrig, jetzt die Wasserpumpe irgendwie abzulegen. Da liegt sie. Man sieht die Riemenscheibe. So. Und bin dann unter den Wagen gegangen. Und das ist dann so ein bisschen Geschicklichkeit. Da muss man die so ein bisschen drehen und irgendwo eine Lücke finden, wodurch man die Wasserpumpe dann nach unten herausnehmen kann. Muss man halt ein bisschen ausprobieren. Irgendwann hat man sie auf jeden Fall dann in der Hand. So, und da ist sie. Nachdem ich die jetzt abgelegt habe, leuchte ich nochmal mit der Lampe und der Kamera da hin. Gucken wir uns nochmal an, wo sie genau sitzt und wie das da aussieht. Da sind also die 4 Bolzen, da kommen die Muttern drauf und da sitzt die Wasserpumpe drin. Da ist auch wieder, glaube ich, da war so eine kleine Nase ist da dran an der Seite. Sieht man jetzt an der rechten Pumpe, dass man die auch nicht verkehrt herum irgendwie einsetzen kann. Die passt also auch nur in eine Richtung. Von der neuen Wasserpumpe setzen wir den Dichtring ein in die dafür vorgesehene Nut, damit auch alles wieder schön dicht ist, wenn wir sie eingebaut haben. Der wollte am Anfang nicht sofort richtig sitzen. Da kann man sich dann auch ruhig ein bisschen Zeit beilassen, dass es auf jeden Fall
vernünftig sitzt, sonst hat man nachher eine Undichtigkeit und ja, das Kühlwasser läuft aus und dann kann man den ganzen Quatsch nochmal machen. So, die Wasserpumpe wird also wieder eingesetzt und als nächstes kommt eine ganz knifflige Aufgabe. Wir müssen die 4 Muttern wieder festziehen. Davon gehen 3 relativ einfach und leicht und bei der 4. Mutter habe ich dann meine Frau noch zur Hilfe genommen. Die werden dann angezogen. Dann ist die Wasserpumpe auch schon wieder eingebaut. Dann wird der Keilriemen wieder aufgelegt. Wie man das macht, habe ich vorhin ja schon erzählt. Das könnt ihr in einem anderen Video von mir euch in Ruhe nochmal anschauen, wie das funktioniert. Und dann seid ihr mit dem Tauschen der Wasserpumpe eigentlich auch schon durch. Als nächstes wird dann jetzt nur noch das Kühlwasser wieder aufgefüllt. Das habe ich über den Ausgleichsbehälter gemacht. Und wie ich in diesem Video schon erwähnt habe, gibt es oben am Kühler, wenn man vor dem Auto steht, an der linken Seite oben am Kühler eine Entlüftungsschraube. Die solltet ihr nach Möglichkeit herausdrehen, wenn ihr Kühlwasser auffüllt, damit das Wasser vernünftig einlaufen kann und die Luft entweicht. Ich habe es nicht gemacht, weil wie gesagt, ich kam erst später darauf, dass es diese Entlüftungsschraube gibt. Ich habe sie am Anfang auch erst gar nicht gefunden und gesehen. Hatte dadurch natürlich auch Probleme, dass das Auffüllen des Kühlwassers auch ziemlich lange gedauert hat. Aber im Endeffekt habe ich es nachher ja auch reinbekommen, auch wenn es länger gedauert hat. Dazu möchte ich noch anmerken, dass man auch an diese Entlüftungsschraube sehr, sehr schlecht drankommt. Aber wenn ihr es macht, also ihr solltet sie rausdrehen, dann spart ihr eine ganze Menge Zeit und es ist einfacher, das Wasser aufzufüllen. So, damit sind die Arbeiten dann auch schon abgeschlossen. Jetzt muss ich dazu noch sagen, der Corsa quietscht immer noch, die Wasserpumpe war nicht defekt. Ich habe diese also umsonst getauscht. Als Möglichkeit bleibt jetzt halt noch, dass die Lichtmaschine kaputt ist oder halt auch die Antriebswelle, die den Keilriemen antreibt, selber, dass da ein Lagerschaden vorliegt. Das kann man aber testen, indem man den Keilriemen abmacht, den Wagen einmal kurz startet. Und wenn dann nichts quietscht, dann ist, so wie bei mir, ist es in diesem Fall dann nur noch die Lichtmaschine, die defekt ist. Und da sehen wir uns dann wahrscheinlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, das war's.